Willst du mal ein richtig leckeres und aromatisches Brot backen, das so gut schmeckt wie vom Bäcker und das möglichst schnell und ohne großen Aufwand? Dann bleib unbedingt dran, denn in diesem Video zeige ich dir wirklich alles, was du wissen musst, um ein herrlich knuspriges Brot zu backen. Aber bevor ich loslege, zeige ich dir noch schnell die Zutaten. Für das Dinkelbrot brauchst du 400 Gramm Dinkelmehl Typ 630, 18 Gramm Dinkelvollkornmehl, ein Päckchen Trockenhefe, ein Esslöffel aktives Backmalz oder Brötchenbackmittel, 10 Gramm Butter, 12 Gramm Salz, einen Teelöffel Gerstenmalzextrakt und etwa 280 Gramm Buttermilch. Die Zutatenliste, weitere Infos und die Links zu den Produkten, die ich in diesem Video verwende, findest du unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's los mit dem Teig. Gib einfach alle Zutaten außer der Buttermilch direkt in eine Rührschüssel. Damit sich die Hefe optimal entwickelt, muss die Buttermilch in etwa handwarm sein. Mit ein bisschen Erfahrung kannst du das einfach nach Gefühl machen. Sie sollte sich weder kalt noch richtig warm anfühlen. Wenn du dir da aber unsicher bist, dann nimm einfach ein Thermometer zur Hilfe. Alles zwischen 35 und 37 Grad passt super. Je nach Mehlqualität brauchst du mal mehr und mal weniger Flüssigkeit. Halt deshalb erstmal ein paar Esslöffel Buttermilch zurück und gib sie erst nach und nach beim Kneten dazu, wenn du merkst, dass der Teig sonst zu fest wird. Nach so 8 bis 10 Minuten Knetzeit kannst du mal den Fenstertest machen. Wenn du den Teig ganz dünn ausziehen kannst, ohne dass er reißt, ist er fertig. Jetzt muss der Teig an einem warmen Ort aufgehen, bis sich das Volumen in etwa verdoppelt hat. Da es bei mir in der Küche meistens nicht so warm ist, stelle ich den Teig immer in den Backofen. Dafür lasse ich den Backofen so ungefähr 20 bis 25 Sekunden auf 160 Grad Heißluft laufen und schalte ihn dann einfach wieder aus. Um sicherzugehen, dass es nicht zu warm wird und die Hefe abstirbt, solltest du die Temperatur am besten mit einem Thermometer kontrollieren. Wenn du öfter Brot oder Brötchen backst, dann kann ich dir dieses hier sehr empfehlen. Das misst nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit. Was ich dir auch sehr empfehlen kann, ist so ein Gärkorb. Ich habe selbst lange Zeit keinen benutzt, aber seit ich den Teig im Gärkorb gehen lasse, läuft er nicht mehr so auseinander und er geht auch viel gleichmäßiger auf. Wenn du aber noch keinen Gärkorb hast, dann kannst du auch einfach eine Schüssel mit einem Tuch auslegen. Auf jeden Fall musst du aber den Gärkorb bzw. das Tuch gründlich bemehlen, damit der Teig nicht kleben bleibt. Ich nehme dafür gerne Reismehl, aber normales Mehl tut es natürlich auch. Und jetzt schauen wir mal, wie weit der Teig ist. Das sieht doch schon ziemlich gut aus. Wenn dir meine Rezepte gefallen, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal ganz einfach und kostenlos unterstützt, indem du das Video bis zum Ende ansiehst und ein Like für den Algorithmus dalässt. Zum Formen des Brotes einfach den Teig rundherum zur Mitte hinfalten und eine schöne Kugel formen. Die kommt dann mit dem Schluss nach unten in den Gärkorb und jetzt muss der Teig ein zweites Mal aufgehen. Bei mir dauert das in der Regel so 20 bis 30 Minuten. Aber hier darfst du nicht strikt nach der Uhr gehen, sondern musst auf den Teig achten. Ich zeige dir auch gleich, worauf du achten musst, aber vorher stelle ich noch schnell den Gusseisentopf in den Backofen und heize ihn auf 250 Grad vor. Früher habe ich mein Brot einfach nur auf dem Backblech gebacken. Mir ist aber aufgefallen, dass das Brot im Gusseisentopf viel besser aufgeht. Wenn du aber noch keinen Gusseisentopf hast, kannst du auch so einen großen Edelstahltopf nehmen. Um festzustellen, ob der Teig lang genug aufgegangen ist, stupse ihn einfach mal mit dem Finger an. Wenn die Delle nun langsam und nicht vollständig zurückgeht, ist er bereit zum Backen. Der Teig kommt jetzt kopfüber in den heißen Topf, Deckel drauf und ab in den Backofen. Die Temperatur schalte ich dann auf 200 Grad runter. Nach etwa 15 Minuten kannst du den Deckel dann abnehmen und das Brot noch so 30 bis 35 Minuten weiter backen. So, jetzt holen wir das Goldstück mal raus. Sieht das nicht richtig gut aus? Ich lasse das Brot jetzt erstmal ein bisschen abkühlen und danach zeige ich dir, wie es von innen aussieht.
Ich backe dieses Brot mittlerweile schon fast jeden zweiten Tag und kann es dir wirklich wärmstens empfehlen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und wünsche dir schon mal viel Spaß beim Nachbacken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!